2 prall gepackte Geschenkboxen und ein Mann, der auspackt. Das seht ihr in diesem Video. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, diesmal lade ich euch zu einem gemeinsamen Unboxing ein. Ja, die Box ist etwas gefaked, aber der Inhalt ist echt. Mich haben schon vor einiger Zeit einige, genau gesagt 2 Geschenkpakete erreicht. Das eine von Spur N, MOBA Frank, und das andere vom Thomas aus Dresden. Noch einmal herzlichen Dank für eure tollen Geschenke und gemeinsam wollen wir es jetzt auspacken und schauen, welche Wunder sich darin befinden. Beginnen möchte ich mit dem Paket, was mir Thomas aus Dresden hat zukommen lassen. Darin enthalten 2 dieser Kreuzungen, 15 Grad, hier auf Originalpappe. Hinten Vorschläge zum Gleisplan, wie man es aufbauen kann. Die haben mir noch gefehlt in meiner Sammlung. Herzlichen Dank. Dann dieses kleine Schächtelchen hier, darin enthalten einige Bauteile einer 65, die kläglichen Reste, aber das kann ich gut gebrauchen, weil der Überbau findet sich dann hier. Daran hat sich Thomas, wie er mir geschrieben hat, versucht. Alterung, Umbau etc. Aber die Lok lässt er mir gerne zukommen, damit ich sie vielleicht wieder herrichten kann und vielleicht fährt sie dann wieder. Als nächstes habe ich auch bekommen insgesamt 7 Weichenpaare, verschiedene Epochen. Das Tolle daran ist, dass wenn man sie aufpackt, ist darin enthalten jeweils die Weiche oder 2 Weichen logischerweise in der Originalverpackung, also hier in diesem Butterbrotartigen Papier. Wir packen jetzt eine mal auf, schauen sie uns an. Darin enthalten, sie wurde nie berührt, nie ausgepackt, nie eingebaut. Die Original-Litzen hier noch, einfach großartig. Einen kleinen Überblick über das Ganze. Die Kreuzung, hier die Weichenpaare. Dann kommt noch hinzu eine BR65 als Bausatz quasi. Telegrafenmasten und 2 Hefte, die er mir hat zukommen lassen. Eine der ältesten Kataloge oder Broschüren, die Pico produziert hat und darin die Spur N vorgestellt hat. Die kennt ihr schon aus einem meiner vorherigen Videos. Und wir gönnen uns keine Pause. Als nächstes widmen wir uns der Schenkung, die Frank gemacht hat. Hier sehen wir Spur N Landhäuser aus Plaste von Vero. Zauber einer kleinen Welt, wie es ja auf der wunderschönen Packung geschrieben steht. Da drin enthalten sind 3 Landhäuser, ja, im Reihenhausstil. Wir holen sie jetzt raus, wir schauen sie an. Das sind 3 verschiedene. Man beachte die wunderschönen Gardinen, die Hinterklebung aus Papier, Tupfenpapier. Ich finde das wirklich schön, das ist jetzt kein Scherz. Also ich stehe da drauf, ich finde das sehr interessant. Die Häuser sind klasse, die gehören einfach dazu und ich freue mich sehr, vor allem über die Originalverpackung. Als nächstes sehen wir hier eine T449.0 der CSD. Wir packen sie aus. Hoffentlich ist sie auch drin. Mal schauen. Ja, sie ist drin. Eigentlich ein Versuchslok, so nie in Reihe gebaut. Aber Pico hat sich ausgewählt als Modell. Sie sieht hier im Modell erstklassig aus. Alles ist dran. Keine Kratzer. Also wirklich ein wunderschönes Modell. Auf Fahrtüchtigkeit habe ich sie nicht getestet. Werde ich nochmal schauen, aber ich kriege das schon wieder hin. Dann als nächstes ein paar Oberbauten der Y-Waggons. 4 an der Zahl, zum Teil mit Inlet, also mit nachgebildeten Sitzplätzen. Leider etwas ramponiert. Der Lack ist etwas ab, aber ich habe da schon eine Idee. Ich werde einen Selbstbau versuchen und die Farbe etwas verändern. Aber seid gespannt, dazu später mehr. Noch eine Lok, wie es aussieht. Ja, absolut. Wir drehen sie um. Und ja, es ist noch eine 449.0 der CSD. Ist sie im selben guten Zustand? Wir schauen nach. Wir schieben es auf. Ja, sieht auch sehr gut aus. Etwas schmutzig, aber das kann man gut abwischen. Motor ist auch drin, also Gewicht stimmt.
Vorne die Kupplung etwas abgebrochen, ist aber nicht schlimm. Ich lasse sie ohnehin nur einseitig fahren, deswegen kein Problem. Und weil ich in diesem Video wieder Schätze hebe, richtet sich mein Musiktipp dementsprechend. Ich empfehle euch von der wunderbaren Band Lift vom Album Spiegelbild das Lied Sindbad. Ihr wisst selbst, der Seefahrer, der es mit Schätzen hatte. Viel Spaß beim Hören. So, gleich geht es weiter mit Material von BTTB. Oben links seht ihr das altbewährte Drucktastenpult für Impuls und Dauerstrom und unten den Zeitschalter. Beide werde ich noch einmal in einem weiteren Video irgendwann einmal genauer vorstellen, besonders den Zeitschalter. Hier auch unten die Beschreibung, wie es funktioniert. Mit dem konnte man beispielsweise den Aufenthalt von Pendelzügen in bestimmten Bahnhöfen steuern. Das funktioniert mit Bimetall, aber dazu später einmal mehr. Dann etwas kleineres. Was wird da drin sein? Der Experte weiß es sicherlich schon. Ein Beiwagen zum Triebwagen. Welcher Triebwagen wird es sein? Es ist der Triebwagen. Richtig, der VT 4.12. Auch wieder ein experimenteller Versuchswagen. Hier ist es der Anhänger, also ohne Motor. Auch guter Zustand. Habe ich zwar schon, aber jetzt habe ich noch einen zweiten und somit können die Pendler sich etwas entspannter hinsetzen. Hat auch was. Und noch eine Lok. Was wird hier drin sein? Die Zahl verrät es schon. Wir machen auf, wir sehen, wir staunen hoffentlich. Und richtig, es ist die CS4 oder CS4. Hier in brauner Ausführung. Auch hier der Zustand ist sehr gut, soweit ich das beurteilen kann. Motor ist drin, fühlt sich schwer an. Die Pantographen lassen sich gut öffnen und schließen. Keine Kratzer. Also insgesamt ein toller Zustand und ich freue mich wirklich, wenn ich diese Lok auf die Strecke schicken kann. Wir sehen hier die Garantieurkunde, Produktionszeitraum März 72 und verkauft am 10.12.1972. Zum Glück kein Garantiefall, keine Reparatur, also der Zustand ist optimal. Dann auch ein wenig Ausstattungsmaterial für Bastelarbeiten, für fehlende Teile an verschiedenen Loks. Wir haben hier zum einen ein Paket voll mit Achsen verschiedener Art, also für Waggons, aber eben auch für Lokomotiven mit eingesetzten Zahnrädern. Dann 4 Motoren, die altbewährten mit Schneckenwelle. Welche noch ausprobieren, aber sie sollten funktionieren, so hat Frank das auch gesagt. Dann hier ein buntes Potpourri an Drehachsen, Achsblenden, ein Motor ist auch noch drin. Verschiedene Dinge, die leicht verloren gehen, aber die auch für Umbauten und Selbstbauten hervorragend geeignet sind. Keine Sorge, diese Teile werden alle irgendwann wieder auftauchen. Hier etwas ganz Besonderes. Das sind Bruchstücke einer 55er. Wir haben hier den Kessel, wir haben eigentlich alles vorhanden, was man gebrauchen könnte, um den Aufbau wieder zu bewerkstelligen. Und mal schauen, was ich daraus mache. Vielleicht ergibt sich irgendwas, vielleicht fällt mir was ein. Kreativ bin ich. Ihr seht, alles ist vorhanden, was man gebrauchen kann. Dann als nächstes wieder, die Verpackung ist etwas mitgenommener, aber das muss dem Inhalt ja nicht zum Schlechten gereichen. Eine BR55 französische Ausführung. Ist sie dann drin? Wir schauen. Und ja, ich weiß es ja schon. Frank hat mir die Ruine schon beschrieben, aber ich freue mich wirklich darüber, weil das sind die Dinge, die ich mit Herzblut wieder aufbaue und das macht mir richtig Spaß. Es ist auch eigentlich alles vorhanden. Die Einzelteile, ich zeige sie hier, ich bahre sie für euch auf und ich hoffe, dass ich sie in Zukunft irgendwann, wenn ich wieder mehr Zeit habe, vielleicht dann, dass wir sie gemeinsam dann aufbauen und wieder zum Fahren bringen. Diese Loks sind eine echte Diva. Es ist hier die Deutsche Reichsbahn übrigens, also nicht die SNCF-Variante. Genauso gut, kein Problem. Die Lok ist eine Diva, besonders der Motor, Stromabnahme.
Ich habe auch noch, das fehlt hier, einen Tender, den habe ich woanders her bekommen. Also kriegen wir wieder zusammen. Dann noch eine Lok. Eine altbewährte BB 9210, der SNCF. Der Lack ist etwas angegriffener, das ist aber nicht schlimm, kann man auch wieder restaurieren. Es ist schwer, der eine Pantograph schließt und öffnet etwas schwerer, kein Problem. Wir schauen gleich einmal hinein, wie es mit dem Motor bestellt ist. Eigentlich alles drin, Gewichte da, Motor drin. Werde ich den nochmal austesten, aber ich bin hoffnungsvoll, dass auch diese Lok wieder ihren Dienst auf meinen Strecken tun wird. Dann, ja, die OVP ist leicht katastrophal, aber hier seht ihr eine Diesellok belgisch und ihr wisst, es ist die NOAB BR 204 der SNCB, der belgischen Staatsbahn. Hier haben wir die Bedienungsanleitung, schon vielversprechend. Wir tun sie zur Seite und wir sehen, hier ist die Lok in ihrer ganzen Schönheit. Oben das Gleichrichterplättchen, kein Problem, das kommt wieder rein. Die Lok ist schwer, ein Motor wird drin sein und der Zustand, schaut sie euch an, traumhaft. Wirklich der Lack bestens erhalten, schön gedruckt. Es fehlt natürlich an der einen Seite eine Achsbände, aber das werde ich wieder ersetzen können. Es fehlt ein Gewicht, kein Problem. Motor fehlt, aber ich habe ja noch einen, ihr erinnert euch. Und wunderbar eine Garantieurkunde, hier sogar noch mit einem wunderbaren Stempel drauf. Ihr seht, Fachgeschäft für Modelleisenbahn in Schwerin, 78 verkauft. Ja, fällt mir schon aus der Hand, ich bin total begeistert. Ja, und als nächstes zeige ich euch noch einmal die ganzen gesammelten Schätze, die mir Frank hat zukommen lassen. Es sind insgesamt 6 Lokomotiven, ein Beiwagen für Triebwagen, verschiedene Bauteile konstruieren, also Motoren, Achsen etc. etc. Die Häuser, 2 Zeitschalter, ein Schaltpult, insgesamt eine Wahnsinnsschenkung und ich freue mich wirklich, dass Frank mir das hat zukommen lassen und dass ich das wieder verwende. Ach ja, die Y-Wagen, klar, die gehören auch noch dazu. Ihr seht, ein prächtiger Fang. Dank sei dir, Frank, und Dank sei dir, Thomas, dass ihr mich so reichhaltig bedacht habt. Ihr habt mir wirklich damit einiges an Zeitvertreib geschenkt und ich hoffe, dass wir es auch gemeinsam dann in Zukunft aufarbeiten werden. Ich hoffe, euch hat diese kleine Geschenkeschau gefallen. Ich wünsche euch so dann eine gute Zeit weiterhin. Wir sehen uns demnächst. Bis dahin, Glück auf und fahrt frei.